Die meisten Probleme an der Drehscheibe beginnen schon hier. Wenn der Ton falsch vorbereitet wird, kämpfst du den Rest des Drehens dagegen an. Das Vorbereiten vom Ton findet auf dem sogenannten Schlagtisch statt. Vorteilhaft ist eine unbehandelte Holzoberfläche, damit die Tonmasse nicht so anklebt. Wer solch Tisch noch sucht, einen Produktlink füge ich in die Videobeschreibung. Der Tisch sollte gegen Wegschieben am besten gegen eine Wand gestellt werden. Meine Waschmaschine tut's auch, die steht heute hier in der Werkstatt. Dieser Tisch hat praktischerweise einen zweiten Boden. Hier kann man zum Drehen die Tonklumpen hineinlegen, so sind sie beim Töpfern in greifbarer Nähe. Das sogenannte Tonschlagen oder das Tonvorbereiten ist ein wesentlicher Bestandteil vom Drehen. Ohne das geht es eigentlich nicht. Ton aus der Tüte ist niemals homogen, also gleichmäßig. Von außen meistens nass, in der Mitte fester, wenn er ein bisschen älter ist, genau andersherum. Jede Ungleichmäßigkeit wirkt sich unmittelbar aufs Drehen aus. Deswegen muss man einfach den Ton vorher gut durcharbeiten, damit man bestmögliche Drehergebnisse bekommt. Ich mache das sogenannte Ochsenkopfkneten. Man drückt den Ton von sich weg, von oben herunter und fasst ihn wieder hoch, greift kurz um und drückt wieder. Das macht man in schneller Abfolge und schön aufpassen, dass man mit den Fingern hinten nicht Löcher reinmacht, sonst hat man schnell Luft drin. So sieht quasi der Ochsenkopf aus. Wichtig ist, dass du rechts und links den Druck nicht zu gering hast, sonst wird es schon eine breite Rolle. Ja, du merkst quasi schon beim Kneten, wie der Ton immer geschmeidiger wird und eigentlich braucht man nicht lange. Am Ende vermittelt man die Bewegung und es bleibt eine Rolle so übrig. Mit einer Bewegung, die ich gar nicht erklären kann, kann man die dünner machen. Das zu lernen dauert länger als Töpfern, glaubt mir das. Ihr könnt auch hier einfach rollen. Wenn das nicht geht, habe ich die erste Zeit auch gemacht. Also einfach hier so mit den Händen die Rolle immer dünner machen, bis sie den gewünschten Durchmesser hat. Und dann kann man seine Portionsstücke zum Drehen abkneifen. Wie man sieht, hier ist im Ton eine Struktur. Stellt euch es vor wie eine Schnecke. Und achtet unbedingt darauf, dass ihr niemals den Ton mit dieser Seite auf die Scheibe aufschlagt. Sonst habt ihr am Ende die sogenannten S-Risse im Boden. Ein Bodenriss im Gefäß, der aussieht wie ein S. Eine weitere Möglichkeit, seinen Ton homogen zu bekommen, zeige ich euch hier. Ist wahrscheinlich für Anfänger leichter geeignet. Ich schlage den Ton von oben einfach schön rund, glatt und dann zertrenne ich ihn mit dem Draht, Messer oder über die Tischkante. Nun werfe ich die beiden schönen glatten Seiten übereinander und wiederhole das immer wieder. Jetzt sind es 2 Tonschichten. Und da es sich potenziert, sind es nun 4, 8, 16, 32 und so weiter. Ihr könnt euch denken, wie das geht. Und kann man ja sich vorstellen, was ist, wenn man jetzt 2000 Schichten Ton übereinander hat, dass das dann wirklich schon gut gemischt ist. Am Ende kommt ihr aber nicht drum herum, wieder das Ochsenkopfkneten anzuwenden, um diesen Hubel dann zum Drehen vorzubereiten.
Hier nochmal das Ochsenkopfkneten aus einem anderen Blickwinkel. Wichtig, wie gesagt, hinten niemals die Finger zu doll reindrücken, damit keine Luft mit hineingeknetet wird. Ich hoffe, ihr kommt damit klar und im nächsten Video geht's schon los mit dem Drehen. Hier nochmal der von mir eben erwähnte Tisch. Er ist wohl zweckentfremdet und eigentlich für Küchenzwecke gedacht. Aber bevor man lange bastelt, hat sich bewährt und klar, du kommst auch ohne aus, aber ich kann den nur empfehlen.